Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema unglaublich Kinderkauf auf Kinderwunsch messen. Trotz Leihmutterschaftsverbot werden Kinder auf Kinderwunschmessen angeboten. Das erfreut nicht nur Paare, die ihren Kinderwunsch bisher nicht erfüllen konnten, sondern auch Personen aus der LGBTQ-Gruppe, die naturgemäß keine Kinder zeugen können. Leihmutterschaft ist in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz sowie durch das Adoptionsvermittlungsgesetz untersagt. Insbesondere sind sowohl die medizinische Durchführung als auch die Vermittlung entsprechender Arrangements verboten. Dennoch gibt es Wege, diese Verbote zu umgehen. Einer davon ist meiner Meinung nach die Wish for a Baby Messe, die unlängst in Berlin stattgefunden hat und auch Personen aus der LGBTQ-Gruppe, die sich auf diese Weise ein Kind erwerben können, angezogen haben durfte. Trotz Verbot dürfen dort nämlich internationale Leihmutterschaftsagenturen aus aller Welt für ihr Angebot werben. Sowohl auf der Website als auch in den sozialen Medien wurde ebenso Regenbogen-Community fortlaufend prominent als zentrale Zielgruppe adressiert. Die Adresse lautet www.wishforababy.de. Da könnt ihr das nachlesen. Auf der Kinderwunschmesse, so nenne ich das, selbst wirkte alles wie eine moderne Erfolgsgeschichte. Lösungen wurden präsentiert und Wege aufgezeigt, um Hindernisse zu beseitigen. Das Kind wird so zum Angebot. Kinderwunsch ist etwas zutiefst Menschliches. Doch auf solchen Messen wird daraus mehr als nur eine Sehnsucht. Das Kind wird zu einem Angebot. Internationale Leihmutterschaftsagenturen präsentieren ihre Dienstleistungen offen. Anbieter aus den USA, Kanada und Afrika werben für Programme, Abläufe und Möglichkeiten. Wer in Deutschland keine Chance hat, soll sie im Ausland bekommen, und so wird das System umgangen. Die Rechtslage ist in Deutschland nämlich eindeutig. Leihmutterschaft ist verboten. Ende. Und dennoch entsteht hier ein Markt, der genau das umgeht. Denn wer ins Ausland ausweicht und dort eine Leihmutter bestellt, bleibt in vielen Fällen straffrei. Was also auf deutschem Boden untersagt ist, wird über internationale Strukturen möglich gemacht. Ein System, das seit Jahren funktioniert, weil es Lücken nutzt. Kritiker schlagen Alarm. Sie sehen in dieser Entwicklung mehr als nur medizinischen Fortschritt. Sie sehen wirtschaftliche Ungleichheit, Abhängigkeiten und globale Machtverhältnisse. Eine Frauenrechtlerin formulierte es gegenüber RP Online so, ich zitiere: Menschen aus dem Westen mit Geld kaufen sich die Dienste einer Frau, die im Ausland in Armut lebt, um ein Kind zu bekommen. Zitat Ende. Ein Satz, der hängen bleibt. Denn während sich auf der einen Seite der lang ersehnte Kinderwunsch erfüllt, stellt sich gleichzeitig die Frage, wer profitiert. Und tatsächlich fließt ein großer Teil der Summen an Agenturen und Kliniken. Auch politisch wächst der Druck. Vertreter der AfD sehen in der Messe einen gefährlichen Trend und finden deutliche Worte. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Tobias Ebenberger erklärte vor kurzem, ich zitiere: Ich konnte durch einen Besuch der letztjährigen Messe in Köln persönlich erleben, dass dort der erste Schritt hin zu einem kommerziell erworbenen Kind aus Leihmutterschaft hergestellt werden kann. Auch auf ihrer Webseite machen die Veranstalter keinen Hehl daraus, dass zur Zielgruppe unter anderem an Leihmutterschaft interessierte schwule Paare und alleinstehende Männer gehören. Es ist ein beunruhigendes Zeichen unserer Zeit, dass trotz Leihmutterschaftsverbots Babys quasi als Bestellware beworben werden können. Kinder brauchen ihre biologischen Eltern und dürfen nicht zum Objekt eines Kaufvertrags werden. Zitat Ende. Noch schärfer formulierte es der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichert, ich zitiere: Erst 2023 beantragte die AfD-Bundestagsfraktion, das Verbot der Leihmutterschaft so zu präzisieren, dass deutsche Gerichte und Behörden keine auf Leihmutterschaftsverträgen im Ausland beruhenden Elternschaften anerkennen dürfen und jegliche Werbung für solche Verträge zu untersagen ist.
Jeden Versuch, das Leihmutterschaftsverbot weiter auszuhebeln, werden wir uns aus Überzeugung entgegenstellen. Kinder sind kein Lifestyle-Accessoire, das man sich im Ausland ordert. Zitat Ende. Während Erwachsene planen, verhandeln und entscheiden, bleibt einer außen vor. Das Kind selbst. Es hat keine Stimme, kann nicht widersprechen und nicht entscheiden, unter welchen Umständen es geboren werden wird. So wird es hineingeboren in ein System, das andere für es gestaltet haben. Doch ein Kind ist kein Vertrag und kein Projekt, so sehe ich das. Die Wish for Baby Messe und andere, die weltweit abgehalten werden, sind mehr als nur eine Veranstaltung. Sie sind ein Symbol für eine beunruhigende Entwicklung. Ob Menschen, die den Weg zu einem Kind über internationale Programme wie einen planbaren Prozess organisieren, den Anforderungen verantwortungsvoller Elternschaft überhaupt gerecht werden, ist eine Frage, die sich nicht einfach beantworten lässt und die jeder für sich stellen muss. Was einst als Schicksal galt, erscheint heute zunehmend als gestaltbar, planbar und bisweilen auch organisierbar über Grenzen hinweg. Dabei entsteht ein Spannungsfeld, das viele beunruhigt. Während im eigenen Land über Grenzen und Schutz des ungeborenen Lebens gestritten wird, wächst zugleich ein globales System, in dem die Geburt eines Kindes Teil komplexer internationaler Angebote wird. Aber ein Kind ist kein Ergebnis eines Vorgangs. Es ist kein Projekt, kein Produkt, kein Gegenstand, der bestellt, geliefert und übernommen wird. Doch Personen aus der LGBTQ-Gruppe, die naturgemäß keine Kinder zeugen können, durften solche Kinderwunschmessen erfreuen. Für mich steht noch etwas anderes dahinter, und zwar die Vernichtung der traditionellen Familie, die wir seit diesem Gender-Wahn der links-woken Ideologen haben. Die Familie soll zerstört werden, Frauen und Frauen zusammen, Männer und Männer und dann auch noch Kinder haben dürfen. Für mich als gläubiger Mensch ist das absolute Idiotie. Ich weiß, man darf das nicht sagen, aber es ist meine religiöse Überzeugung, nach Artikel 5 auch meine Meinung. Wenn ihr wissen wollt, welche linke und linksextreme NGOs hinter diesen Entwicklungen stecken, dann empfehle ich euch mein neues Buch Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Milliarden an Steuergeldern für linke und linksextreme Aktivisten. Hier sind alle wichtigen NGOs genannt, wer sie finanziert, wer dahinter steckt, welche Politiker dahinter stecken, wer das alles möglich macht, und zahlen tut ihr natürlich diesen Unsinn. Also für mich ist die traditionelle Familie das Wichtigste. Ich habe selbst Familie und für mich sind Kinder keine Ware, die man kaufen kann. Natürlich werden es die linken Grünen wieder anders sehen, aber für mich ist die Familie heilig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt es ja in den Kommentaren beschreiben. Es ist meine Meinung, meine Überzeugung und davon rücke ich nicht ab, egal wie die Gesellschaft sich verändern wird und egal, ob man sich dafür strafbar machen wird. Also es ist so Idiotie, wenn man sich für sowas strafbar machen muss, wenn man sagt, die Familie ist das Wichtigste und das Heiligste, und meine religiöse Überzeugung sagt das. Also das ist sowas von idiotisch, was in Deutschland schon abläuft. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Erinnert mich an die finstersten Zeiten, schlimmer als in der DDR, erinnert mich das. Ja, ihr könnt ja mitdiskutieren. Ich empfehle euch auch meinen Telegram-Kanal. Die Links sind natürlich wie immer alle unten angegeben. Dort gibt es natürlich auch Diskussionen, oder dort empfehle ich andere Dinge und gehe auf andere Dinge ein. Auch mein kostenloser Newsletter auf www.michaelkrant.de könnt ihr abonnieren. Dort natürlich auch streitmäßig politisch unkorrekte Artikel, so wie ihr Michael Krant Klartext kennt. Bitte empfehlt mich weiter, weil nur so kann ich das Konservative schützen, nur mit eurer Hilfe, weil sonst geht alles kaputt. Deutschland muss wieder konservativ werden. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Krant.